Mein Name ist Jochen Höft. Ich bewirtschafte eine kleine Biolandgärtnerei in Schleswig an der dänischen Grenze. Wir produzieren auf 1,5 Hektar Fläche und inklusive 2000 Quadratmeter Gewächshausfläche alle Gemüsesorten, die sich hier anbauen lassen. Von der Saat, also über eigene Jungpflanzen, bis zum Endprodukt, die wir auf dem Wochenmarkt vermarkten. Mein Prinzip ist es, möglichst nachhaltig anzubauen, aber auch eine intensive und gute Bodenfruchtfolge zu haben, die sich an natürlichen Gegebenheiten orientiert. Wir produzieren in Beetkultur und achten bei der Anbauweise sehr darauf, dass wir frühestens alle 5 bis 7 Jahre mit der gleichen Pflanzenfamilie wieder auf ein Beet kommen und machen auch eine schöne Mischkultur dabei, um so die Bodenfruchtbarkeit hochzuhalten. Die Düngung ist darauf ausgerichtet, dass wir den Boden verbessern wollen und den Boden versorgen mit Nährstoffen und nicht gezielt Pflanzen düngen. Im Gewächshaus ist die Fruchtfolge auch kurz gehalten. Wir haben die Tomaten, ziehen wir jetzt selber an. Die werden im April gepflanzt und stehen maximal bis Oktober. Dann kommen sie raus und über Winter kommt meistens Feldsalat, Wildsalate, Asiasalate und Spinat in den Boden, sodass da auch eine gute Fruchtfolge besteht, beziehungsweise die Böden werden auch mit Gründüngung eingesät. Im Freiland haben wir auf den Beeten zum Teil 3 verschiedene Kulturen im Jahr in der Abfolge, sodass wir auch da einen relativ hohen Ertrag haben und flexibel reagieren können, wenn durch schlechte Witterungsperioden etwas nicht funktioniert, dass wir nochmal eine Kultur nachschieben können, da wir auch die Jungpflanzen dafür selber produzieren. Die Bearbeitung erfolgt in erster Linie mit der Hand, da wir durch die Vielfalt der Kulturen uns nicht gut mechanisieren können. Das schont den Boden auch und bringt uns langfristig eine lockere Struktur, um die Bodenfruchtbarkeit hochzuhalten und da auch unabhängiger zu sein von äußerlichen Importen von Nährstoffen, haben wir eine kleine Hühnerhaltung, über die wir Mist produzieren. Im Anbau versuche ich auch die Düngung mich an natürlichen Gegebenheiten zu orientieren. Wir düngen 80 bis 120 Kilo Stickstoff. Das ist so das Ziel, das versuchen wir zu erreichen in der Bodenstruktur. Das machen wir über Gründüngung, aber auch durch geringfügige Zudüngung. Im Gewächshaus bei den Tomaten wird ungefähr das Doppelte angestrebt. Der Boden ist sehr unkrautlastig bei uns. Wir arbeiten zum Teil mit einer Mulchschicht, dass wir den Boden abmulchen mit Stroh oder mit Heu. Und ansonsten arbeiten wir mit einer Offenbodenkultur und das ist mir auch ganz wichtig, dass der Boden atmen kann. Und wir müssen deshalb öfters mal hacken, aber die Struktur ist gut, der Boden kann atmen, es kommt genug Luft in den Boden und die Pflanzen danken es uns eigentlich im Anbau. Zur Bodenbearbeitung benutzen wir im Betrieb wenig Maschinen. Wir haben einen Flug und ganz fluglos arbeiten, das können wir nicht, weil der Boden so feucht ist und auch so stark verunkrautet, dass wir ihn einmal im Frühjahr meistens umbrechen und ansonsten benutzen wir nur die Fräse, mit der wir flach organisches Material einarbeiten oder Gründüngung bzw. den Mist und somit den Boden im Laufe des ganzen Jahres nicht schädigen, sondern die Struktur aufrechterhalten. Wir benutzen im Betrieb bei uns keine Pflanzenschutzmittel oder Pflanzenstärkungsmittel. Über die Jahre hat sich ein gutes Gleichgewicht zwischen Nützling und Schädling eingestellt, sodass die Kulturen größtenteils einwandfrei durchkommen. Gegen einige Schädlinge benutzen wir Kulturschutznetze, die bei den Möhren zum Beispiel oder gegen die Kohlfliege im Blumenkohl und Brokkoli. Aber das sind auch die einzigen Hilfsmittel,